In einer Zeit, in der Menschen aus allen Altersgruppen und sozialen Schichten verstärkt die Sinnfrage stellen, tun Marken gut daran, den eigenen Daseinszweck klarzuziehen. Wie ihr euch mit eurem Purpose im Markt, bei Partnern und ArbeitnehmerInnen als zukunftsorientiertes Unternehmen positioniert, zeige ich euch in diesem Video. In 7 Schritten zur starken Marke mit Frame Your Brand. Der Brand Purpose ist im Markendiskurs seit geraumer Zeit ein Schlüsselbegriff. Kurz gesagt beantwortet der Purpose die Frage, warum die Marke in der Welt ist. Weiter ausgeholt ist der Purpose oder auch Daseinszweck die Existenzberechtigung eines Unternehmens jenseits der reinen Profitmaximierung. Dabei ist jedoch nicht Corporate Social Responsibility gemeint. Vielmehr bezeichnet der Purpose die wirtschaftsethische Haltung eines Unternehmens, also den Mehrwert, den Unternehmen im Rahmen ihrer Wertschöpfungsaktivitäten stiften. Das kann Mehrwert im unmittelbaren lokalen Umfeld, in der Region oder auf nationaler bis globaler Ebene sein. Der Brand Purpose kann ein wertvolles Element der Markenidentität sein. Deshalb thematisieren wir ihn hier. In unserem Markenmodell, den Brand Frame, haben wir ihn jedoch nicht integriert, um die Komplexität in der Anwendung zu reduzieren. Aber natürlich lässt sich der Brand Frame um den Purpose erweitern. Wenn ihr hier neu seid, dann schaut euch gerne das erste Video aus unserer Frame Your Brand Serie an, um euch einen Überblick über das Modell zu verschaffen. Was macht den Brand Purpose also so relevant? Gesellschaftliche Ideale verändern sich und damit auch die Erwartungen an Unternehmen. Menschen interessieren sich immer mehr für den gesellschaftlichen Impact von Marken. Mit Marken, die einen höheren Sinn verfolgen, anstatt nur Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen, verbinden sich Kundinnen und Talente daher emotional stärker. Ein gelebter Purpose schafft Vertrauen und Loyalität, da die Marke nicht nur als wirtschaftlicher Akteur wahrgenommen wird, sondern als Organisation, die einen positiven gesellschaftlichen Beitrag ermöglicht. Wie ein Brand Purpose zum Erfolg von Marken beitragen kann, sieht man am Beispiel Dove. Das Purpose-Statement von Dove lautet: We believe beauty should be a source of confidence, not anxiety. Also, wir glauben, dass Schönheit eine Quelle des Selbstbewusstseins und nicht der Unsicherheit sein sollte. Dove hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Selbstwertgefühl und die Körperwahrnehmung von Menschen, insbesondere von Frauen, zu stärken. Das Unternehmen engagiert sich dafür, Schönheitsideale zu hinterfragen und inklusive realistische Darstellungen von Schönheit zu fördern. Als 2004 die erste Kampagne Real Beauty erschien, war diese in aller Munde. Statt mit Models warb Dove mit Menschen unterschiedlichen Alters, Körperform und Hautfarbe. Die Marke brach bewusst mit etablierten Schönheitsidealen und schaffte es damit, das Selbstwertgefühl der Menschen ihrer Zielgruppe zu steigern. In der Folge stieg auch innerhalb von nur 2 Jahren der Umsatz von Dove von 2,5 Milliarden Dollar auf 4 Milliarden Dollar. Doves Betonung auf Authentizität und sozialen Einfluss resoniert konstant mit dem Publikum und sichert die Position als Unilevers meistverkaufte Körperpflegemarke. Auch wenn diese Dimensionen natürlich nicht alltäglich sind, illustriert das Beispiel sehr gut, welche Kraft ein intelligenter, konsequent angewandter Purpose entfalten kann. Aber wie definiert man den eigenen Purpose? Im Prozess zum eigenen Purpose-Statement lohnt es sich, sich mit dem Golden Circle von Simon Sinek auseinanderzusetzen. Er beschreibt, warum die Marke das tut, was sie tut und wie sie es tut. In seinem Modell ist zentraler Ausgangspunkt nicht das Ergebnis, das Was, sondern das Why, also die Frage nach dem Warum. Unsere Formel für den Purpose lautet: gewinnorientierte Aktivität plus resultierender gesellschaftlicher Mehrwert ergibt den Purpose. Es gilt, ein Versprechen auf einer Metaebene zu formulieren. Ein schönes Beispiel liefert Nike: To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. If you have a body, you are an athlete. Ihr seht, während die Mission einen konkreten Benefit durch Produkte oder Dienstleistungen für eure KundInnen definiert, schwebt der Purpose darüber und formuliert die Konsequenz, die aus dem Benefit resultiert. Zugegeben, einen Purpose zu finden ist in manchen Branchen einfacher als in anderen. Wichtig ist in jedem Fall, einen für die Marke glaubwürdigen Mehrwert zu identifizieren. Aus rein marketingstrategischen Zwecken einen Purpose zu behaupten, wird seine Wirkung immer verfehlen. Menschen haben ein gutes Gespür dafür, ob eine Haltung aufrichtig ist oder eben nicht. Ein ausgedachter Purpose kann enttäuschen, demotivieren und der Marke sogar schaden. Weitere bekannte Beispiele, die ihren Purpose strategisch und kommunikativ erfolgreich für die Markenführung und Positionierung nutzen, sind Einhorn, DM, Lego, Apple, Google und Patagonia. Hier kann es sich lohnen, die Markenauftritte genauer zu betrachten und Learnings daraus zu ziehen. Eure Takeaways für dieses Video. Es besteht kein Anlass für ausgedachte Purpose-Statements. Wir wissen jedoch aus Erfahrung, dass bei genauem Hinsehen in fast jeder Marke ein Purpose steckt. Evaluiert, wie relevant ein Purpose für eure Marke ist und ob ihr gewillt und in der Lage seid, diesen als strategischen Maßstab anzulegen. Es ist nicht hilfreich, die eigene Daseinsberechtigung unter- oder überzuinszenieren.
Ein inspirierender Purpose sollte MitarbeiterInnen das Gefühl von Sinn und Zugehörigkeit geben. Dafür muss man nicht immer die Welt retten. Hinter dem Purpose steckt idealerweise ein Markt und das ist völlig legitim. Zum Schluss möchte ich euch 3 Schritte mit auf den Weg geben, die ihr heute umsetzen könnt, damit eure Marke morgen bereits den Unterschied macht. Erstens, ladet euch unser E-Book herunter und erarbeitet euren Purpose. Zweitens, ergänzt euren Brandframe um das Purpose Statement und leitet davon ab, wo und wie ihr es einsetzt. Oder drittens, ihr beauftragt Helder. Wir sind davon überzeugt, dass jeder Marke ein authentischer, individueller Brand-Purpose innewohnt, der sich im Unternehmen leben lässt. In unserem Markenworkshop fördern wir diesen mit EntscheiderInnen und MultiplikatorInnen ko-kreativ ans Licht. Alle Links dazu findet ihr in der Infobox. Wenn ihr mehr über die Elemente des Brandframes erfahren möchtet, schaut euch die anderen Videos aus unserer Reihe Frame Your Brand an. Mehr Infos und Guidelines rund um das Thema Marke und Branding findet ihr auf unserer Website. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.